Hallöchen, meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online. Wir sind jetzt noch weiterhin bei der Quest Zweite Welle und befinden uns jetzt hier im Konferenzraum und werden jetzt dort an der Konferenz gleich teilnehmen. Wir können auch hier schön ein bisschen rausgucken, hier auch die Anzeigen uns angucken, aber sonst kann man hier leider nicht wirklich viel machen. Und naja, gut, dann werden uns jetzt mal hier so irgendwo auf den Stuhl... Okay, ich habe zwar auf den mittleren geklickt, aber egal. Gut. Welcome, everyone. Und da sitzen wir in der Luft. I'm so pleased that you all agreed to join us here today. As many of you are all too aware, the Borg attacks are increasing. If they are left unchecked, Starfleet predicts that the entire Alpha Quadrant could fall within 3 years. We all must work together to push these invaders out of our space and protect our homes and families. I do not agree. My empire will stand, with or without your assistance. The Klingon Empire has never been stronger than it is right now. I dare the Borg to challenge us. Starfleet may cower in fear before a bunch of machines, but we do not. I'm sure what the esteemed ambassador from the Klingon Empire meant to say is that he hopes we are all so crippled by our efforts to stop the Borg, we will be no match for a battle-hardened Klingon fleet. I do not want to be assimilated, but I don't want to be a servant to the Klingon Empire either. The Deferi believe that all things Steht der auf dem must Stuhl? be in balance. We cannot counter the Borg threat if we ourselves are counter to one another. The Deferi do not wish to act against any of you. Therefore, should this meeting not reach a consensus, our best course of action is to not act at all. Starfleet will do what it must to protect the Federation. However, if you want our assistance, you need to be willing to protect yourselves and contribute to this campaign. The Borg will be stronger if any of your civilizations are assimilated. Starfleet's hard at work developing new technology and tactics. We, at least, will be ready. And if we can't cooperate, I hope you don't suffer. And that we develop new weapons in time. This is getting us nowhere. We came together in the spirit of cooperation. We need to find common ground. Warum standen... Die standen gerade alle ernst auf den Do Stühlen. you have something you wanted to add to this discussion? Okay, ja, wir müssen jetzt mit allen Botschaftern sprechen. Und ja, der klingonische, den nehmen wir erstmal. Hier, Diplomatie können wir leider nicht wählen. Dafür bin ich vom Diplomatie-Level leider nicht hoch genug mit dem. Jetzt müssen wir uns natürlich für eine Antwort entscheiden. Wir müssen natürlich immer darauf achten, was wir denen jetzt sagen. The Empire's pursuit of honor does not mean we are compelled to fight other people's battles. Ja, das könnte bei dem einen oder anderen vielleicht in die Hose gehen. Also ich kann euch jetzt nicht versprechen, dass jetzt alle Parteien auf unserer Seite sind, aber ich werde es jetzt irgendwie versuchen, so auf diplomatischem Wege das irgendwie hinzubekommen. Aber wie gesagt, das ist wirklich nicht so einfach. Man muss sich wirklich sehr, sehr gut mit Star Trek auskennen und die Rassen auch wirklich kennen, wie sie sich verhalten, wie man sich gegenüber denen verhalten muss, damit sie einen auch akzeptieren und so. Also das ist wirklich nicht so einfach. Da muss man sich wirklich, ich sag mal, da muss man doch mehrfach überlegen. We do not need to be hamstrung by your weakness, or to put your needs above our own. Starfleet won't survive without our assistance.
It is good then that we see the merit in fighting at your side in this instance. It would not be honorable for us to reserve our strength while others go out to fight. That is a trick worthy of a Romulan. Ja, noch haben wir kein Ergebnis. Now, Ah, sehr schön. Wir haben den klingonischen sogar auf unsere Seite ziehen können. Das ist schon mal gut. Cardassia Prime is still rebuilding from the Dominion War. We have achieved a great deal in the past decades, but there is still much more to do. The continued threat of the true way makes progress difficult. It would be best if we reserve our limited resources. I will not weaken my world to defeat the Borg, only to become the victim of another power already here in the Alpha Quadrant. Puh, das ist echt manchmal nicht ganz so einfach, da zu entscheiden. Cardassia is weak. You are wrong. We will not lose the advances we have fought and bled for, simply to become pawns of the powers of the Alpha Quadrant. Cardassians are not strangers to sacrifice, but we do not take any sacrifice lightly. And I see no need now to sacrifice for a cause that is not ours. Now, Naja, do you have something you wanted to add? die Cardassianer konnten wir jetzt leider nicht überreden. Maintaining balance Schade. with all things must be our primary concern. Huhuhu. My world is one of those at risk, but I cannot reject balance, even to save my home and people. The universe uses conflict to restore the balance when we move too far out of equilibrium. The Borg advance, as painful as it may be, is simply another adjustment. Würde ja eigentlich das erste am It is besten one passen. thing to choose to swim upstream against the current. It is quite another to drain the river because it is flowing in the Ja, wrong sieht direction. sehr gut aus. Ich glaube, die D-Ferie, die haben wir jetzt auch auf unserer Seite. We will Das sind so offer what quasi support die, we sag can. ich mal, die Hippies der, des Weltraums so in etwa. Did you have something you wanted to add to this discussion? Das ist natürlich doof, dass wir die Cardassianer nicht haben, aber dann werden wir jetzt noch versuchen, uns die Sternflotte unter den Nagel zu reißen. Everything we can to protect the Federation and its allies. However, there are too many drains on our resources and a limited number of ships and officers. It may be simply unfeasible for us to sign on to be the protector of the entire Alpha Quadrant. Besides, we need to consider the Prime Directive. There are limits to what we can do. Okay, ich verstehe zwar nicht, warum wir jetzt da Diplomatie haben. Life in the Alpha Quadrant. We've lost too much already. We cannot lose anymore. Eventually, we'll all need to put our differences aside and unite in opposition to the Borg or anyone else who sows chaos and destruction. We'll put an end to this together. Naja, wenigstens konnten wir den direkt überreden, das ist ja schon mal ist was. That's funny. I don't remember anyone being scheduled to fly through the wormhole today. Okay. Ja, das Wurmloch hat sich geöffnet. Und da kommt nichts Gutes auf uns zu. Hier kommt eine richtige Streitmacht durch. There's something coming out of the wormhole. Captain, it's a Dominion fleet. They're charging weapons. Red alert! Hä? Die ist ja auf einmal verschwunden? Ne, klasse. Das Dominion überfällt Deep Space Nine. Nein! Es brennt hier auch noch alles. Unverschämtheit. In the station. Get the delegates out of here. We have to get out of here. Ja, der wurde mal ein bisschen hinterlistig abgeschlachtet. It is time to leave.
Der Klingone hat den eigentlich niedergeknüppelt, aber der steht da trotzdem. Prep the Defiant for launch. I'll blast it. The Jem'Hadar have cut off access to ops. Karen, you'll need to coordinate the evacuation. We'll get the delegates to the docking ring, and then I'll try to join you in ops. Okay, gut. Dann gehen wir doch mal hier weiter. Ich hoffe, dass wir das ganz gut hinbekommen. Bodenkämpfe sind ja nicht so das Spezialgebiet meines Charakters. Und wir müssen auch noch hier eine Sonde suchen, die ja auch irgendwo noch versteckt ist. Ja, zumindest versucht der Klingone uns zu helfen, auch wenn er nicht gerade der schnellste ist. Weil ich gerade ganz schön Schaden abbekomme. Alter Schwede. Dickung. Vielleicht ist der Stab doch ein bisschen besser dafür geeignet. Der macht, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden wie das Gewehr, was wir gerade hatten. So, noch eine Hilfsdrohne. Ach, da habe ich, glaube ich, gerade die Sonde gesehen, ja. Aber erstmal alles ausschalten. So, sehr schön. Da können wir uns die nämlich jetzt auch unter den Nagel reißen. Ja, wieder ein Zahlenrätsel, okay. Also manchmal gehen mir diese nicht Zahlenrätsel, manchmal gehen mir diese Rätsel mit den Wörtern da drin teilweise irgendwie auf den Geist, weil ich habe es zwar auch mittlerweile gesehen, dass bei dem einen oder anderen Mal habe ich mich auch vertan, da habe ich das Wort übersehen, aber es sind auch wirklich oft die Wörter nicht da drin. Also diese temporalen Sonden, die sind teilweise wirklich ein bisschen verbuggt. Da muss man, naja, gucken, wie man dann da durchkommt, aber man kriegt es schon irgendwie hin. So, jetzt haben wir das wenigstens auch gelöst. Da können wir uns auch wenigstens die Daten daraus kopieren. So. Ach toll, kommt auch noch ein feindlicher Agent. Ist ja nicht so, dass wir hier schon genug zu kämpfen haben. Irgendwie hing der gerade ein bisschen komisch an der Wand. Aber wir müssen natürlich jetzt erstmal die Station hier von den Jem'Hadar, und von den Dominion halt befreien. Gucken wir mal, ist hier noch irgendwas? Können wir hier noch was machen? Ja, hier können wir was machen, sehr schön. Schlosser befreien, ja, gut. Ist natürlich immer gut, wenn man die, sag ich mal, die Sekundärziele auch noch erfüllt, dann kriegt man zum einen noch Hilfe. Hier ist ein Sicherheitsoffizier, der uns eventuell helfen kann. Und die kann uns helfen, die baut nämlich auch noch mal was auf. Das ist doch wirklich nicht verkehrt und die schießt sogar. Und ich bin mir jetzt zwar nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, auch wenn man so Sekundärziele absolviert, kriegt man eventuell auch noch bessere Belohnungen. Von daher ist das ja nicht ganz so verkehrt, das zu machen. Okay, die liefen aber gerade irgendwie ein bisschen komisch auf mich zu. Ich dachte im ersten Moment, die wären schon besiegt gewesen. Aber das waren sie dann doch nicht. So. Da haben wir auch noch eine Gruppe. Ach, da oben stehen auch noch welche. Die habe ich gar nicht gesehen. Die Schweine.
haben sich einfach versteckt hier. Na komm schon, geh K.O. Ja, der hat sich natürlich wieder getarnt, war ja irgendwie auch klar. Ein paar Minen, aber da wollte er natürlich wieder nicht durchlatschen. Wo ist denn der Unsichtbare? Der war doch hier. Ah, da. Wollte doch sagen, irgendwo war der doch hier. So. Oh, sehr schön. Er hat sogar wieder eine Kiste fallen lassen. Ich glaube, hier muss nur lang, ne? Oder? Bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Schalten erstmal am besten hier alles aus und dann sehen wir weiter. Aber es sieht zumindest hier gerade aus. Ich sag mal so, dass hier so die Rettungskapseln sind da an der Wand. Mit den Kreisen. Das könnten zumindest Rettungskapseln sein. Aber es könnten genauso gut auch Fenster sein, die gerade verschlossen sind. Also von daher weiß ich das nicht gerade. Auszeichnung. Gegenpol aufladen, okay. Sehr schön. Ist der schön in meine Mine reingelatscht. Wo haben wir denn hier noch einen? Ah, da hat sich noch einer versteckt. Er hat natürlich nur so auf uns gewartet. Okay. Dann, das scheint wirklich ein Ausgang gewesen zu sein. Hier eine Rettungskapsel oder so. Aber ich kann von hier aus an Bord meines Schiffes gehen. Okay. Dann machen wir das einfach und werden diese Jammer da und Dominion zusammen ballern und hier vertreiben. Kriegt unser Schiffchen wenigstens auch mal einen schönen Einsatz hier bei Deep Space Nine direkt. Natürlich auch noch nicht alle Skills drin, beziehungsweise ich habe auch noch ein paar Skillplätze frei. Da muss ich mal gucken, ob ich die vielleicht mit irgendwas auffüllen kann, irgendeiner geilen Fähigkeit oder so, die wir vielleicht ganz gut im Kampf benutzen können. Aber dafür fehlen mir eventuell auch noch ein paar Konsolen, weil ich sag mal so, dass die Ausrüstung, selbst wenn wir Maximum-Level haben, heißt nicht, also wir haben ja jetzt noch nicht Maximum-Level, aber wenn wir Maximum-Level hätten, heißt es nicht, dass wir schon das beste und optimalste Zeug im Schiff drin haben. Es gibt zum Beispiel über das Rufsystem kann man sich gute Sachen besorgen, man kann aber auch gute Sachen herstellen und da müssen wir dann einfach gucken, was für uns dann am sinnvollsten ist, was wir uns auch leisten können. Und ja, dann bleibt abzuwarten, ob das sich gelohnt hat. Ich habe jetzt gerade Zeit gehabt, da dachte ich mir, tun wir mal ein bisschen was hier sammeln. Denn wir müssen, ich sag mal, ich werde demnächst wahrscheinlich mal so ein bisschen ein paar Sachen bauen. Zumindest vorbauen vielleicht oder zumindest meinen Baurang ein bisschen hoch machen. Und dafür brauche ich natürlich auch Materialien und all den Kram. Und ja, damit das, sage ich mal, im Let's Play sonst nicht zu lange ausufert, mache ich das dann auch schon mal offscreen oder so. Beziehungsweise ich kann auch das ein oder andere von meinem anderen Char, beziehungsweise von meinen anderen Chars abziehen an Ressourcen, dass wir das hier für den hier verwenden können. So, da seht ihr nämlich zum Beispiel diesen schönen Bergbaulaser, das geile Teil. Gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, weil er halt die ganze Zeit permanent das Ziel angreift, bis es zerstört ist. Beziehungsweise bis der halt abgelaufen ist. Aber der läuft halt sehr, sehr lange, dauert das, bis der abgelaufen ist. Macht eigentlich einen ganz netten Schaden und wie gesagt, du brauchst dich da nicht mehr drum kümmern, dass er jetzt weiter feuert oder so, sondern er greift halt wirklich die ganze Zeit an
Beziehungsweise er greift halt so lange an, bis er entweder wirklich der Cooldown erreicht ist oder bis das Schiff zerstört ist. Ist wirklich ein sehr, sehr geiles Teil. Es gibt zwar auch mittlerweile, kommen immer mehr Konsolen auch auf den Markt quasi mit anderen Schäden über Zeit oder sonst was. Aber ich muss sagen, die Konsole macht mir eigentlich sehr viel Spaß und deswegen werde ich die wahrscheinlich auch in spätere Schiffe einbauen. Okay, hier unten haben wir noch eine Flotte. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viele Gruppen das jetzt noch sind, die wir hier besiegen müssen. Da ist schon wieder Verstärkung, ey. Mann, Mann. Aber selbst die sind keine Gefahr für unser schönes Schiff. Das ist nämlich auch echt ein Monstrum, das Schiff hier, muss ich sagen. Ist halt auch ein sehr, sehr gutes K6-Schiff. Es gibt zwar auch noch ein paar, die ein bisschen besser sind. Aber ich muss sagen, das Schiff war auch sehr lange ein Begleiter, auch bei meinem anderen Charakter. Da habe ich zwar zwischenzeitlich auch mal das Schiff gewechselt, aber das Schiff ist wirklich eins von den Schiffen, die ich dann auch ja, weiterhin habe ausgestattet gelassen, also zumindest mit einer Grundausstattung. Jim Hadar has stormed the station and we're losing critical areas. The Defiant has launched and I've evacuated everyone possible, but a few of us stayed to... Okay. Ich glaube, die ist tot. Captain, my name is Loris, and I represent the Dominion. This station and all remaining souls on it are now under our control. Tja, das ist nicht so gut. Und ja, wir haben eigentlich keine andere Wahl, um jetzt quasi zu flüchten, beziehungsweise nach Welle zu reisen. Deep Space Nine ist jetzt erstmal verloren, aber alle verfügbaren Schiffe und ja, Offiziere sollen sich jetzt nach Welle begeben, die jetzt hier bei Deep Space Nine waren. Damit wir uns quasi neu sammeln können und schauen, wie wir den Welle vielleicht zurückerobern können. Zack. Ja, hier sehen wir natürlich dann auch mal wieder ein paar weitere Schiffe von Spielern mal wieder. Also wir sind jetzt quasi wieder im offiziellen Weltraum. Und ja, die Gemma da haben uns doch ganz schön überrumpelt. Und naja, gut. Wir werden uns jetzt hier mal irgendeine Belohnung. Naja, Gemma, da bist. Naja, keine Ahnung. Strahlenpistole, Automatikgewehr. Also ich bin mit den Gemma-Da-Waffen ja, eher auf so eine Art Kriegsfuß. Also ich bin jetzt nicht so überzeugt von den Dingern. So, nee, die machen wir jetzt erstmal noch nicht. Jetzt, dann würde ich sagen, wir machen dann auch ja an der Stelle hier Schluss. Und ja, sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, Leute. Haut rein!